du willst gucken Videos auf Jiddisch. Ich euch. Aber wie ist die findest Videos auf Jiddisch? Nu, komm mit mir, werde weisen. Gut, ich gehe dir weisen 3 Webörter, wo man kann gucken Videos auf Jiddisch. urplay.se, jiddishpop.com und mein eigenem Kanal auf YouTube, Use Yiddish with Shuli. Und es seien voran a Wade a Sach andere Webörter, wo man kann gucken Videos auf Jiddisch. Und viele auf die 3 Webörter sind da so viele Videos, ich kann dir nicht weisen, als was existiert da auf dem Internet. Ich will euch weisen nur etliche Beispiele und wir wollen anheben mit etlichen Series auf urplay.se. Wie du kannst sehen, ist das Webort im Ganzen auf Schwedisch. Hast du gewusst, als Jiddisch ist eine nationale, offizieller Minoritätensprache in Schweden? Das ist eine große Meise. Wie soll ist das geschehen? Das ist öfter eine Meise für einen anderen Video. Aber für jetzt will ich dir weisen, als so wie Jiddisch ist eine offizielle Minoritätensprache in Schweden. Das meint, als die schwedische Regierung bezahlt, soll machen neue kulturelle Sachen auf Jiddisch, wie zum Beispiel Videos. Aber das Problem ist, ob du kannst nicht Schwedisch, es ist schwer zu finden, die Videos, weil das Webort ist in Schwedisch. Und ich habe sich Tage gelernt, lernen Schwedisch, kadei ich soll können finden Videos auf dem Webort. Ist, ob du kannst nicht Schwedisch, sorg sich nicht, steige nicht. Ich will dir weisen, Punkt, wie ihr sollt finden, die Videos auf Jiddisch auf dem Webort. Mir geht zu urplay.se und wir wollen quetschen auf alle Programme. Schwedisch wie Jiddisch ist eine germanische Sprache. Du wirst bemerken, als der Sprache ist ein bisschen ähnlich zu Jiddisch. Alle Programme, das ist alle Programme. Und wir quetschen da und danach wollen wir gehen herab zu Sprach. Sprach ist, wie so man sagt, Sprach auf Schwedisch. Das heißt, es ist nicht so anders von Jiddisch. Sprach ist Sprache. Also lassen wir quetscht da auf Sprach und danach wollen wir gehen herab bis Jiddisch. Jiddisch schreibt man da mit der J, J-I-D-D-I-S-C-H. So wir quetscht auf Jiddisch und da hat man Videos auf Jiddisch. Und wir haben da 22 Serien, das ist Series. Und Programm, wir haben 120 Episoden. Aber lassen wir gucken auf die Series. Es sind da etliche Series. Alte Karton, das heißt alter Karton, ist wegen 2 Roboten, was gehen auf Aventures. Es lassen wir quetscht auf alte Karton Jiddisch. Und da ist ein Episode, da ist der Titel, Abschnitt, das meint Episode. Lassen wir aber gehen herab. Abschnitt meint Episoden und da kann man finden die alle Episoden in der Serie. Und die Titel seien auf Schwedisch, was ist original gemacht auf Schwedisch. Man hat es nur rekordiert noch einmal auf Jiddisch. Aber Regen ist Regen. Beiß ist Kakis, Patates Kartoffel, Fahrt ist Fahren, Monster ist Monster, Monen ist die Levone, Maschinen ist a Maschine und Fruen ist Kernlach. Man kann quetscht haben, es ist da Episode 1, Episode 2, Episode 3, sie sind alle sehr kurz, 7 Minuten, 8 Minuten und es ist sehr süß. Ich will dir weisen, ein bisschen.
Die Blume wird haben a Regenwolken. Wie soll? Wie du kannst sehen, es hat unterkäpplich und man kann das kontrollieren da. Jiddische unterkäpplich oder schwedische unterkäpplich oder gar nicht kein unterkäpplich. Ich rekommendiere, man soll es gucken mit jiddische unterkäpplich. Das ist wegen zwei Roboten. Das ist Reutinker, weil ist Reut. Sieht aus ein bisschen wie R2D2. Und Alter Katon ist der größte Robot. Wo ist Alter Katon? Da ist Alter Katon und sieht mir aus ein bisschen wie C3PO. Okay, und sie gehen auf Aventur, das ist sehr süß. Und wir gehen zurück. Okay, Amanda lenkt da. Das meint Amanda bangt. Und das ist eine Serie mit 4 Episoden. Ja, Abschnitt ist Episoden. 1, 2, 3, 4. Wegen einer Mädel mit dem Namen Amanda, was bangt noch verschiedene Saisonen. Worin ist Frühling, Sommeren ist der Sommer, Husten ist der Herbst und Wintern ist der Winter. Und das ist ein bisschen animiert. Sie ist animiert, aber es ist kiemat den Ganzen nicht animiert. Nur Amanda ist animiert. Amanda bangt noch im Frühling. Wie du kannst sehen, ist das Original gemacht auf Schwedisch, aber man hat es rekordiert auf Jiddisch mit jiddischer Unterkäppelach. Kommt die Walpurgisnacht mit dem Feier. Komm. Ist das sehr süß. Ist schön. Wenn du guckst auf den Web, es sind so Sachen andere Series, aber du wirst einfach bemerken, als nicht alle können gucken in die Vereinigten Staaten. Zeitweise wirst du sehen, als es da eine Bemerkung. Jene Programm kann man nur gucken in Schweden. Und das ist zulieb der Druckrecht. Das kann man nicht gucken. Ist nicht geografisch in Schweden. Das ist ein großer Schade. Aber es sind noch andere, was man kann ja gucken. Ich weiß noch, Pino ist noch etwas, was hat es Sachepisoden, aber das kann man noch gucken in Schweden zum Bedeuern. Aber es sind da etliche Serien wegen Scrut und das will ich dir weisen. Scruts Flora, das ist Scrut. Scrut ist eine Handlialke. Und Scruts Flora. Scrut hat sehr lieb zu sammeln Sachen. Das ist eine Serie wegen die Blumen, was Scrut hat lieb zu sammeln. Vita Blomor ist weiße Blumen. Gula Blomor ist gelbe Blumen. Rote Blumen, blaue Blumen und andere Blumen. Wie du kannst sehen, Schwedisch ist sehr ähnlich zu Jiddisch. Andere. Blomor, Blumen. Ist in die Videos kann man sehen sehr schöne Videos von der Natur, auf Jiddisch, und das ist sehr süß. Scruts Flora, Scruts Vogelbuch ist Scruts Vogelbuch. Scrut hat euch lieb zu sammeln Vögel. Hat lieb das Observieren Vögel. Da hat man Småfåglar ist die kleine Vögel. Stora Fåglar ist die größere Vögel. Und Stora Vögel sind mamisch große Vögel. Wir haben klein, mittel und groß. Vöglar som badar, Vögel, was baden sich, und farlige Vögler. Das sind gefährliche Vögel, wie zum Beispiel ein Sova. Und was noch hat Scrut lieb zu sammeln? Scrut hat euch lieb, so viele Sachen in Natur. Okay, lass mir guckt auf Jiddisch, Papa, aber ich habe gewollt nur weisen ein paar Beispielen, wo man kann gucken Videos auf Jiddisch, und das sind nicht nur Videos, das sind ganze Series. Alter Kaitan, Amanda bangt,
Die Serie ist wegen Scrooge Blumen, Scrooge Vögel. Das ist als gar fein. Lass mir gucken auf Jiddisch Pop. Okay, das ist Jiddisch Pop. Ob du hast mal gehört von Brain Pop. Jiddisch Pop ist sehr ähnlich zu Brain Pop. Dem haben es gesagt, ist Jiddisch Pop a jiddische Nussach von Brain Pop. Es ist wegen einem Robot mit Namen Moby und sein Chavete Nomi. Und Nomi hat eine Sprache und sie haben Chavere. Und Jiddisch Pop ist sehr schön, was es als animiert, aber es ist nicht stamm animierte Video. Es ist wie ein Lernbuch, aber es ist ein animiertes Lernbuch. Wie du kannst sehen, es hat 6 Kapitel. Kapitel 1, Kapitel 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn man geht quetscht auf ein Kapitel, wird man sehen, als jede Kapitel vermogt 5 Lektionen. Is Lommer guckt an auf eine Lektion. Das ist die erste Lektion. Okay, und man hat das Filmele, was ist animiert. Guten Morgen. Ich heiße Nomi. Und man kann es gucken mit die Unterkapplach oder an die Unterkapplach. Man hat euch gemacht animierte Lektionen mit Vokabular und Grammatik. Und das ist sehr fein, weil man guckt a Filmele, was ist stamm a Filmele mit sehr poschete Wörter und danach kann man lernen dem Vokabular, man kann lernen sich dem Grammatik, okay, und man hat Sachaktivitäten, was man kann nutzen, sich zu lernen die Wörter. Guten Morgen. Gut. Okay, lassen wir gehen zurück. Lehen. Das hilft man zu lernen, wie soll das hilft man lernen, sich wie soll zu lernen. Okay. Und es hebt sich an gar Poschet, aber wenn man kommt dann zu Kapitel 6, ist das schon gar kompliziert. Die Bobe fleckt backen alles. Okay. Es lassen wir gehen da weiter. Und Herr und sag noch. Bleib euch ein Auszug von einem Movie. Und danach gebe Herr und sag noch Namen. Okay, das ist sehr fein. Ich rekommendiere es. Und Sofkolsof kann man gucken auf meinem eigenen Kanal auf YouTube. Das ist ein spiegelneuer Kanal, wo man findet Videos in ganzen auf Jiddisch zu helfen dir nutzen dein Jiddisch. Ich habe da meine Spielregimes. Es ist noch gar wenig, was es ein spiegelneue konnte. Lass mir gucken auf Serie 1. Wie gefällt ich? Es sind da 2 Episoden und der Video, was du guckst schon jetzt, wird sein Episode 3. Wir haben Episode 1. Wie gefällt ich Tweets auf Jiddisch? Episode 2. Wie gefällt ich Bücher auf Jiddisch? Und der Episode 3, was du guckst schon jetzt, wie gefällt ich Videos auf Jiddisch? Es lassen wir gefetscht haben auf dem ersten Episode. This is what your dishwasher looks like after 1 Aber kaum wird man sehen eine Reklame. year. It's a colony of billions of mold and bacteria. Okay. Ich euch, aber wie soll gefinstet Tweets auf Jiddisch? Okay. Und mit wem beste Tweets auf Jiddisch? Ist wie du kannst sehen, es sind da Unterkapplach auf Englisch, aber man kann beiden dem Sprach. Ist lassen wir quetscht haben auf ein 10-Rad. Da, das ist ein 10-Rad. Und Unterkapplach. Okay, man kann es beiden auf Jiddisch. Und dort hat man schon die jiddische Unterkapplach. Lass mir sagen, dass man will es noch einmal auf Englisch. Lass mir gerne quetschen auf ein 10-Rad. Okay, ungefähr in Englisch und es ist schon auf Englisch. Lass mir sagen, dass man will gar nicht kein Unterkapplach. Es ist da ein Knappel, CC, für Closed Captions. Man kann quetschen da und gar nicht kein Unterkapplach. Lass mir sagen, dass man will die Unterkapplach. Gibt mir eine Quetsch auf CC. Und es sind schon weiter Unterkapplach.
Und das ist im Ganzen auf Jiddisch. Dir zu helfen, nutzen dein Jiddisch. Okay, ist Episode 1, Episode 2, das, was du guckst schon, ist Episode 3. Lass mich gehen zurück zu meinem Kanal, zu meinen Spielregimes. Ich habe noch ein Spielregime, was ist Spogel, nein, aufgeladen heint. Okay, die jiddische Zeitverbringerin. Das ist eine neue Serie, gemacht von einer von meinen Studenten. Ich schreibe nach es, ich bin sehr begeistert und sehr aufgeheitert und sie ist euch sehr begeistert. Sie hat das Zeit verbringen und sie geht machen Videos wegen ihrer Zeit verbringen auf Jiddisch und das ist sehr, sehr fein, weil ich bin nicht nur ein Jiddisch-Lehrer, ich bin ein Jiddisch-Bekoichen Trainierer. Das heißt, als ich bekoie meine Studenten zu nutzen Jiddisch als ein Teil von seinem täglichen Leben. Und Riva hat sehr lieb ihre Zeit verbringen, sie lernt sich dem Vokabular und sie weist uns in die Videos, wie sie macht Kunsten und wie sie geht observieren Vögel und wie sie geht an allerlei mit Sachen. Das ist sehr schön und das kann man finden unter Spielregimes. Und ob es gefällt dir, zu haben Videos auf Jiddisch, was soll dir helfen zu nutzen dein Jiddisch. Ich rekommendiere, als du sollst gehen und abonnieren meinen Kanal. Ich weiß nicht, wo es ist dort der Abonnieren-Knöpfel, weil ich kann nicht abonnieren zu meinem eigenen Kanal. Es ist nicht kein Knöpfel. Aber geht zu meinem Kanal, wirst du können abonnieren, wirst du finden die alle Videos auf Jiddisch zu helfen dir nutzen dein Jiddisch. Hurra! Du weißt schon, wie ihr seid zu finden Videos auf Jiddisch. Nummer 1. Gib ein Guck auf den Webort urplay.se. Nummer 2. Guck Jiddisch Pop. Nummer 3. Abonniere sich auf meinem eigenen Kanal für noch nützliche Videos auf Jiddisch, was können dir helfen, nicht nur sich zu lernen Jiddisch, nur zu nutzen dein Jiddisch. In der Art, lass mich schon gehen, gucken Videos auf Jiddisch. Aber koidem kol, eine Frage für dir. Ist der Video nützlich für dir? Sehr fein. Es gibt ein Quetsch auf den Abonnieren-Knöpfel. Du sollst Chas verscholem nicht versammeln, wenn ich lade auf noch nützliche Videos auf Jiddisch zu helfen dir nutzen dein Jiddisch. Und du willst gucken ein privates Video, was ist nicht auf YouTube, von meinem populären Vorstadt, 4 Tritt zu nutzen Jiddisch jeden einen Tag und sofort in Brooklyn, da gib ein Quetsch auf den Link in der Beschreibung und ich will dir schicken dem Video. Mit warmen Grüßen, ich bin Julia Elisheva, sei gesinnt und nutz dein Jiddisch.